Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade in euren Sternzeichen und wir verlassen jetzt die erdverbundene Energie vom Steinbock und wenden uns zu eurer Luftenergie hin. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energie bei dir ankommt, lieber Wassermann. Also eine Karte für dich. Eine Karte für Wassermann für diese erste Dekade im Wassermann. Ja, interessant. Es ist das Aeon, ne? Im Crowley-Tarot. Ja, das Aeon. Du hast es jetzt mit Auswirkungen zu tun, mit Ergebnissen. Jetzt kommt alles ans Licht, ne? Jetzt wirkt sich etwas in dein Leben aus. Es könnte sich auch wie ein Neuanfang anfühlen, weil etwas in deinem Leben eine neue Gestalt anfängt zu bekommen. Aber es sind Auswirkungen. Es basiert alles auf die Arbeit, die Energie, die du in den letzten Monaten und Wochen in eine gewisse Angelegenheit investiert hast. Es kann sich hier um dein persönliches Wachstum handeln oder eben auch um die Entfaltung einer Beziehung oder Entfaltung eines Projektes, eines Anliegens im Beruf oder in der Familie. Diese Angelegenheit möchte mehr Raum in dein Leben einnehmen. Und das ist jetzt auch genau das, was passieren wird. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Du bist sehr auf dich selbst fokussiert, auf deinen eigenen Vorteil, auf deinen eigenen Anliegen, ne? Also deinen eigenen Interessen. Und das ist auch gut so. So würde ich jetzt mal einschätzen, dass dieses Aeon, dieses Wachstum, die Angelegenheit, die mehr Raum in dein Leben einnehmen möchte, schon sehr viel mit dir sehr persönlich zu tun hat und deswegen auch mit persönlichem Wachstum. Vielleicht hast du jetzt auch einen Blick auf das Finanzielle, auf das Geld, auf deine Ressourcen, deine Möglichkeiten und setzt diese mit Bedacht ein, ganz vorsichtig. Und auch klug. Wartest hier auf den richtigen Zeitpunkt und kannst auch, wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, eine gewisse Ruhe bewahren, Geduld zeigen. Aber die Transformation kommt dir hier, ja, lohnt sich einfach, kommt dir hier sehr zugute. Es ist ein Weg, ein Pfad, den du gehen sollst, dass du dich dem Neuen öffnest und dieser neuen Entwicklung in dein Leben, diesen Auswirkungen vertraust und dich ganz persönlich, ganz auf diese Transformation, diese Veränderung einlässt. Die Karten sagen hier, dass das gut für dich ausgehen wird, dass es was Gutes, dass sich das gut für dich entwickeln wird und dir viele Vorteile verschaffen kann. Ja, am Ende der Dekade wird dir ein Geschenk überreicht vom Universum. Da wartet schon auch materieller Erfolg, würde ich schon sagen. Sieht mir ein wenig danach aus, aber kein richtiges Aber. Es kann sich eben auch auf andere Themen beziehen. Also es ist so eine Gesamtentwicklung, die dann halt auch Stabilität nach sich zieht. Aber du hast es hier mit echt sehr positiven Ergebnissen zu tun. Schauen wir mal, mit welchen Herausforderungen du es zu tun haben wirst. Oh, das Aeon. Das hier, die beiden hier, das sind die gleichen Karten. Also da siehst du mal, wie grundlegend diese Energie in dieser Dekade für dich sein wird.
Ja, etwas möchte sich hier frei entwickeln. Ja, ich sehe hier wirklich sehr viel Wandlung bei dir. Auch die Möglichkeit, sich spirituell auch weiterzuentwickeln, Selbstfindung zu erfahren. Mit dieser Energie kannst du wirklich auch ja, neue Wege erproben, dich neuen Arbeitsmethoden öffnen und hier sehr intensive, richtungsweisende Schritte vollziehen. Und hier zeigt sich ein Prinz der Kelche, eine andere Person in deinem Leben, oder diese Karte bezieht sich auf dich selbst. Wir haben ja eine Person des Wassers zu tun, ist also nicht so ganz deine Energie, du bist ja ein Luftzeichen. Trotzdem ist es ja manchmal notwendig oder sinnvoll, auch andere Temperamente zu zeigen. Hier zeigt sich eben diese Wasserebene, die gefühlvolle, verträumte Ebene. Ja, Wasser ist halt eben auch, könnte eben auch Fische, Krebs oder Skorpion sein. Hier zeigt sich eine Person, die eventuell etwas jünger ist. Manchmal die Prinzen, die können auch Töchter oder Söhne kennzeichnen. Dann geht es hier um ein familiäres Thema bei dir womöglich. Der Prinz der Kelche ist eben eine jüngere Person. Eine Person, die mit einer gewissen Naivität und Unbedarftheit auf die Welt zugeht und frei und unverblümt die eigenen Gefühle ausdrücken kann, sehr empathisch sein kann, aber auch manchmal von den Gefühlen der anderen etwas überfordert ist, vielleicht auch mit den eigenen Gefühlen etwas überfordert ist. Ein Traumtänzer, ein sehr fantasiebegabter Mensch, ja, der eben sehr emotional ist. Was denkt der Prinz der Kelche? Dieser Mensch erfährt eine neue Liebe. Dieser Mensch verliebt sich, erfährt eine neue Liebe, einen neuen Bezug zur Liebe, lernt etwas über die Liebe hinzu, auch über die Liebe zu sich selbst. Und erfährt auf diese Weise auch neue Inspirationen, neue Einsichten, aber auf der emotionalen Ebene. Und hier sehe ich sehr viele Anziehungskräfte. Also wenn diese Karte auf dich verweist, der Prinz der Kelche auf dich verweist, dann sehe ich hier vor allem die Themen der Selbstliebe, der freien Gefühlsäußerung, der Akzeptanz von den eigenen Gefühlen. Ne? Einen neuen Bezug eben zu diesen Themen und auf diese Art und Weise neuen Mut und Leidenschaft, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen und das Leben genießen zu wollen, das Leben mit vollen Zügen genießen zu wollen und auch einfach seiner Leidenschaft nachgehen zu wollen. Wenn das hier eine andere Person ist, dann ist ist diese Beziehung sehr begünstigt. Ne? Ich sehe hier dann sehr starke körperliche Anziehungskraft, die eine starke Leidenschaft, ein starkes Feuer entfesseln kann und natürlich eben, dass ihr euch wieder neu oder komplett neu ineinander verlieben werdet in dieser Dekade. Löwe zeigt sich hier auch stark oder eben ein anderes Wasserzeichen, ne? Löwe halt durch diese Karte. Also eine sehr intensive, gewaltige, erschütternde Liebe, ne? So eine Liebe, die halt wirklich, also mit Feuer und Wasser, die halt wirklich sehr stark ist einfach, ne? Also von sehr starken Gefühlen geprägt ist. Erdbeben auslösend. In der Vergangenheit ein Prinz der Schwerter. Wenn das die gleiche Person ist, was bei zwei Prinzen naheliegend ist, dann wären wir hier bei Fische
besonders oder bei Waage. Prinz der Schwerter liegt in der Vergangenheit. Also diese Person war in der Vergangenheit wichtiger und jetzt ist diese Person weniger wichtig für dich. Wenn das hier die gleiche Person ist, dann wandelt dieser Mensch sich, ne, von dieser kühlen Schwerterart, von der Luftart und zeigt mehr Wasserseiten. Und dadurch intensiviert sich eure Verbindung natürlich. Aber beide Karten können auch auf dich verweisen, besonders der Prinz der Schwerter. Hier haben wir es mit einem Luftzeichen zu tun, ne? Könnte ein anderer Wassermann sein oder eben deine Energie, deine eigentliche Energie oder Zwilling oder Waage. Wenn eben diese Karte auf dich bezogen ist, dann hast du in der letzten Zeit sehr viel Neues ausprobiert, ne? Warst ein bisschen sprunghaft, flexibel auch, hattest viele neue Ideen, bist auch ganz offen auf diese neuen Ideen eingegangen. Vielleicht war es eine etwas turbulente, konfuse Zeit für dich. Die hat aber jetzt ein Ende. Jetzt hast du es mit Ergebnissen zu tun. Was dachte denn der Prinz der Schwerter? Ja, dieser Mensch war auch hin und her gerissen zwischen etwas Altem und etwas ganz Neuem. Also dieser Mensch war sehr kreativ in der Vergangenheit, also entweder du als dieser Mensch oder mit diesem Menschen oder eben diese andere Person. Auf jeden Fall, dieser Mensch war hin und her gerissen. Ich glaube, die neuen Schwerter waren bei deiner letzten Legung auch sehr präsent. Deswegen glaube ich schon, dass dich diese Energie auch sehr stark betrifft. Eben dieses Alt und Neu, hin und her gerissen zwischen Alt und Neu. Ne? Also dieser Mensch hat schon ganz viele neue Dinge etabliert, neue Gewohnheiten aufgebaut, neue Strukturen aufgebaut, irgendwas Neues kreiert, durch die ganzen neuen Ideen auch und einige gleich sofort umgesetzt, auf etwas konfuse Art, aber auch mit einer gewissen Neugier. Also das war aber genau richtig so. Dadurch hat dieser Mensch alte negative Gedankenmuster überwinden können. Vielleicht hat dieser Mensch sich auch in der letzten Zeit ein bisschen gegrämt mit diesen alten Schwertern, mit diesen mit diesen alten Glaubenssätzen, die auf traditionellen Werten manchmal basieren, die einen runterziehen, die für einen nicht mehr so gut funktionieren, können sich halt manchmal zum Beispiel in Schuldgefühlen oder übertriebene Sorgen äußern. Dieser Mensch war hin und her gerissen in dieser Energie und konnte so aber diese alten Themen überwinden und sich etwas Neuem zuwenden. Und jetzt tritt eine innere Balance ein, das ist gut. Du bist ja hier auf dich fokussiert und das spiegelt sich hier auch in der Karte wieder. Übrigens zeigt sich hier auch Waage-Energie. Du wirst in dieser Dekade ein gutes Urteilsvermögen haben. Du kannst die Realität klar vor Augen sehen. Du kannst sehr offen und fair mit deinen Mitmenschen kommunizieren und hier gute und kluge Kompromisse finden, die das Potenzial haben, sich über einen längeren Bestand hinweg positiv auszuwirken. Hier kommt Gerechtigkeit rein. Und das ist dir auch klar, es fühlt sich auch nach Gerechtigkeit an und nach Fairness. Und das gibt dir inneren Frieden, das gibt dir Heilung und Stabilität, mentale Stärken und Balance. Und das Gute ist, das wird dir auch sehr bewusst sein.
Ja, du nimmst hier auch eine etwas distanzierte Haltung ein zu den Dingen, die um dich herum passieren. Du beobachtest viel. Ähm, Du beobachtest diese Auswirkungen, wie sich alles entwickelt und wartest hier auf dein richtiges Timing, ne? Bist ganz introvertiert, auf dich bezogen, auf dich besonnen und möchtest hier Objektivität erlangen. Du möchtest eine reife Haltung zu dieser Angelegenheit finden und kluge, eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Und einfach dir selbst treu bleiben und treu sein. Gewissenhaftes Handeln, das ist im Moment das, was du möchtest. Und diesbezüglich kommen einige Herausforderungen auf dich zu. Es wird chaotisch um dich herum. Ich sehe hier sehr viel Trubel. Und in diesem Trubel könnten dir auch einige Steine in den Weg gestellt werden. Hier sehe ich Menschen, die vielleicht sich einmischen wollen oder dir falsche Informationen geben, wissentlich oder unwissentlich sei dahingestellt, aber ich sehe hier sehr viele Stimmen um dich herum, die durcheinander reden und wenn du bist ja eigentlich sehr hier in deiner inneren Balance, deswegen glaube ich nicht, dass du dich davon in irgendeiner Weise aus der Ruhe bringen lässt, aber die Gefahr ist da, es ist sehr viel Trubel um dich herum und Durcheinander. Aber du gehst deinen eigenen Weg. Hier die Königin der Schwerter. Eine andere Person als diese Person, definitiv. Hier zeigt sich eine viel reifere Persönlichkeit. Die Königin der Schwerter ist eine sehr gereifte Person, die ist ja sehr ähnlich wie diese Energie. Eine Person, die gut die Situation beurteilen kann, die fair und objektiv ist, die nach Autonomie strebt, nach hohen Freiheitsdrang hat und auch ja, sehr klare Ideen, sehr klare Vorstellungen. Entweder hast du auch so eine Person in deinem Umfeld und diese Person motiviert dich zurzeit, oder du bist, und das finde ich wahrscheinlicher, du bist darin motiviert, diese Person werden zu wollen. Also dich selbst zu finden und mehr du selbst zu sein, Freiheit zu erlangen, Unabhängigkeit. Eine gute Zeit, muss ich schon sagen, um sich selbstständig zu machen oder selbstständig zu arbeiten. In der Beziehung wirst du stets auch irgendwie dich selbst nicht verlieren, auch wenn du hier sehr stark der Liebe nachgehst. Ich sehe hier einen sehr starken liebevollen Bezug hier. Was denkt die Königin der Schwerter? Ja, diese Person denkt an die Prinzessin der Kelche, die natürlich die gleiche Person sein kann, sehr wahrscheinlich wie der Prinz der Kelche. Ne? Beide Karten können sich jeweils auch, also die Prinzessin kann sich auf eine männliche Person beziehen, der Prinz auf eine weibliche Person. Deswegen, es sind hier schon sehr ähnliche Personen. Deswegen, diese Person denkt an diese Person und hier zeigt sich eine erfolgreiche Annäherung, dass man hier auch irgendwie zusammen eine vergangene Situation überwunden hat, gewisse Schwierigkeiten zusammen überwunden hat und jetzt sich sehr darüber freut. Vielleicht hat die Königin der Schwerter auch für sich gewisse Probleme überwunden, hier die 9 Schwerter, und ist jetzt sehr, sehr stolz auf sich selbst und feiert dies zusammen mit der Prinzessin der Kelche, beziehungsweise den Prinzen der Kelche. Und hier zeigt sich nochmal eine Königin der Stäbe.
Kann sich hier natürlich auf die gleiche Person beziehen, kann aber hier auch noch eine dritte Person, eine ganz neue Person angeben. Vielleicht hast du es ja doch mit Löwe zu tun. Oder eben durch diese Situation wird die Königin der Schwerter entflammen und Feuer fangen, ne? Also entweder zeigt sich das dann hier durch über Ehrgeiz, dass man sehr viel Ehrgeiz entwickelt, sehr starke Leidenschaft für seinen Beruf und da auch nach vorne schreitet und mehr erreichen möchte. Oder ist es hier, könnte hier auch auf die Sexualität bezogen sein, ne? Dass man hier Feuer fängt für jemanden und dann sehr leidenschaftlich wird, sehr starke Gefühle für diesen Menschen entwickelt. Oder dass man sich überhaupt leidenschaftlich für etwas einsetzt, leidenschaftlich auf das Leben zugeht. Schütze zeigt sich hier auch viel, aber auch ein anderer Wassermann. Oder eben deine Energie, ne? Von allen Luftzeichen hat Wassermann am meisten Feuer. Diese rebellische Art, ne? Hat Wassermann mehr als die anderen Luftzeichen. Und das kann eben auch sich über die Königin der Stäbe ausdrücken, dass man plötzlich für eine Sache kämpft. Für eine ideologische Angelegenheit, ne? Für etwas Ideelles. Diese ganzen Personenkarten deuten auch sehr, sehr stark darauf hin, dass du es erstens mit vielen Menschen zu tun haben wirst in dieser Dekade und zweitens, dass du dich auch selbst sehr stark verwirklichen wirst. Ne? Diese Karten deuten auch darauf hin, dass Aeon, du wirst aber, egal wie viele Menschen du um dich herum hast, egal wie erfolgreich du in diesem Selbstverwirklichungsprozess bist und wie du dich präsentieren kannst. Du wirst nicht dein inneres Gleichgewicht verlieren und irgendwie deine Grenzen sehr gesund einschätzen können und verausgabst dich hier nicht. Das finde ich hier sehr stabil. Also es ist zeigt auch viel Selbstbewusstsein. Ja, okay. Hier zeigt sich in deinem sozialen Leben die Königin der Stäbe. Die anderen Menschen, also du wirst dich selber als Königin der Schwerter wahrnehmen. Oder du willst dahin. Du hast mehr so diesen Freiheitsaspekt im Kopf. Aber deine Umgebung, glaube ich, wird das als sehr provokant empfinden, was du da tust. Oder sehr dominant auftreten. Dabei ist das, glaube ich, gar nicht dein Fokus, ne? Du willst gar nicht so dominant sein, es wird aber bei den anderen so rüberkommen. Vielleicht in manchen, wenn es um größere soziale Gruppen geht oder wirst du vielleicht dazu neigen, das Wort an dich zu reißen, mehr als sonst oder auch schnell Entscheidungen zu treffen und so wirkst du dann auf andere sehr dominant. In Bezug im Zwischenmenschlichen auf diesen Prinzen oder der Prinzessin dieser Mensch wird eben deine leidenschaftliche Seite einfach kennenlernen, ne? Deine Tatkraft, deine starken Gefühle. Wahrscheinlich, weil du so vital bist auch, ne? So voller Leben, so engagiert. Du rechnest damit. Hier zeigt sich so ein bisschen Pessimismus, deswegen auch dieses Beobachten, objektiv bleiben. Du rechnest damit, dass dich das in eine Zwickmühle bringen könnte, diese ganze Entwicklung, dass es dich überfordern könnte, dass du hier irgendwann nicht mehr genau weißt, welche Entscheidung du treffen sollst.
Du strebst vielleicht auch in gewisser Hinsicht nach neuen Erkenntnissen und möchtest irgendwie auch eine gewisse, im geistigen Sinne, eine gewisse Grenze erfahren. Grenze deines Erfahrungshorizontes und hoffst hier auch auf einen größeren Horizont dauerhaft gesehen. Und was wird passieren? Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Zum Ende der Dekade hin, zwischen den 27. und 30. Januar, wirst du eine sehr starke verbindende Erfahrung machen. Dieses Ast der Kelche wird sich definitiv weiterentwickeln zu einem vollständigen Gefühl, in dem du tatsächlich deinen Horizont erweitern kannst, insofern, dass du das Verbindende zwischen allen Menschen erkennen kannst. Die Verbindung von dir zu den anderen und auch die starke Verbindung womöglich zu einer ganz besonderen Person, ne? Diese Kelche-Person, diese Prinzessin oder diesen Prinzen, dass du hier eine tiefe Verbindung schaffen kannst zu dieser Person, empfinden kannst. Diese Karte spricht auch von starker Selbstannahme und von einem sehr guten Ich- und Du-Verhältnis zwischen allen Menschen letztendlich, zwischen der Menschheit an sich. Also hier wirklich eine sehr wertvolle Erfahrung. Manchmal spricht diese Karte auch von Versöhnung, dass man so starke Verbindung schaffen kann, dass man sich wieder neu verbindet und sich auf diese Art und Weise versöhnt und so auch eine gewisse Tiefe, eine tiefere Verbindung schafft zu dieser Person. Und die Liebenden, die sprechen auch manchmal davon, dass man sich dann in einer Situation befindet, in der man eine Herzensentscheidung treffen muss. Diese neuen Entwicklungen in deinem Leben, diese Auswirkungen und dann ein Geschenk auch noch, ne? Also vielleicht auch eine neue Liebe. Es bringt dich in so eine neue Situation und dann am Ende der Dekade muss dein Herz entscheiden oder wird dein Herz entscheiden, was es wirklich will. Und das ist, also dein Herz kann dann auch diese Entscheidung treffen, weil es das Verbindende zwischen allem erkennen kann. Und aus dieser Energie heraus kann dein Herz dann entscheiden, wohin es weitergeht. Ja, eine sehr, sehr angenehme Dekade für dich, lieber Wassermann. Mit sehr vielen schönen, liebevollen Erfahrungen. Was sagt das Mondorakel zu deiner Situation? Ein Neubeginn steht an. Ja, absolut, ein Neubeginn steht an und es hat mit deinem persönlichen Wachstum zu tun. Es hat hier mit Kehrtwenden und Neuausrichtungen zu tun. Etwas entfaltet sich in dein Leben und beginnt eine neue Gestalt anzunehmen. Und ich wünsche dir von Herzen, lieber Wassermann, dass es eine wunderschöne Erfahrung sein wird. Das ist eigentlich ohne Zweifel. Und dass es alles in deinem Sinne passiert und dass du das Beste aus diesen Energien herausholen kannst. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.